Hallo und herzlich willkommen zu diesem Quick Start Tutorial. Ich möchte dir einen intuitiven Zugang ein bisschen zeigen, dass du nicht einen Ton neben den anderen setzt, sondern vom Akkord her denkst, weil so ist das Arrangement eigentlich aufgebaut. Du hast einen Akkord und alles andere rankt sich um diesen Akkord. Das heißt, der erste Akkord wäre G-Dur als Barré-Griff, H-Moll, Barré-Griff, E-Moll, Einsteigergriff, A-Moll, Einsteigergriff. Was macht jetzt die rechte Hand? Die rechte Hand macht ungefähr sowas. Das heißt, auf 1 spielst du den Basston, den Grundton, dann spielst du oben entweder, eigentlich immer mit dem Zeigefinger. Das heißt, ich nehme meistens, ich nehme 2 verschiedene Finger. Du kannst das alles mit dem Zeigefinger machen oder abwechseln. Ich gebe da noch ein bisschen einen Druck drauf, deswegen macht das bei mir ein anderer Finger. Das ist sehr entspannt, der Zeigefinger, aber der Mittelfinger gibt ein bisschen noch einen Druck und eine Betonung, die da eine Offbeat-Betonung eigentlich ist. Dazu kommt jetzt, dass ich da auch oben was brauche, auf den Diskantseiten, weil ja Melodietöne da vorkommen. Und die mache ich entweder wieder mit dem Zeigefinger, also gleichzeitig. Oder, wenn du mir von der klassischen Seite kommst, so wie ich eigentlich, dann machst du das mit IMA und legst die Finger wirklich auf die Saiten. Also ob du das so machst oder so, ist völlig egal. Gut, eine Sache kommt dann noch dazu, jetzt für die rechte Hand, und das ist das X im Tab. Auf 2 und 4 sollst du ein Geräusch machen, das den Offbeat für den Rhythmus verstärkt. Ja? Du spielst oben, wie gesagt, diesen Downstroke mit dem Zeigefinger von dem Akkord und gleichzeitig slappst du Daumen gegen die tiefen Saiten.
sind wir schon beim Anfang von dem Stück, dieser weltbekannte Auftakt. Warum spiele ich das nicht in der ersten Lage, so wie es am einfachsten wäre? Ich spiele es hier. Vielleicht hast du schon gehört, weil das ein viel wärmerer Sound ist. Das lässt sich viel mehr gestalten als hier unten. Und ich verstärke diesen Effekt noch, indem ich rechts nicht mit den Fingern spiele, also mit I und M, sondern mit dem Daumen, und zwar mit der Daumenkuppe, ohne Nagel. Ohne Nagel. Wenn ich mit Nagel spiele, klingt das so. Ohne Nagel. Also mit Nagel habe ich mehr hohe Obertöne und damit wird das Ganze etwas schriller. Und ich möchte das aber ganz verhalten und warm, mit einem warmen Sound haben. Und deswegen spiele ich nur mit der Daumenkuppe. Ich glaube, der Soundunterschied ist ziemlich klar. Und dann gehe ich auf diesen G-Dur-Akkord, den wir schon besprochen haben. Ich nehme ihn allerdings mit diesem Griff. Also die gleichen Töne. Aber wenn ich das so greife, muss ich mich nicht darum kümmern, dass ich ja keinen höheren Ton als den Melodieton erwische. Weil ich brauche ja den Melodieton. Wenn ich das als Barré greife und ich bin dann nicht so vorsichtig mit der rechten Hand, dann habe ich diese Melodielinie. Aber die Melodie geht, da kommt kein höherer Ton. Und die Melodie tritt gut hervor, wenn sie die höchste Linie ist. Sobald ich was Höheres dazu spiele, geht sie eher verloren. Deswegen mache ich das ist der höchste Ton und auf der ersten Seite, die wird gedämpft, da ist nichts. Wenn ich in der rechten Hand sehr sicher bin und sehr genau arbeite, kann ich natürlich auch den Barré-Griff nehmen. Entschuldigung. Barré. Also ich greife den Ton zwar, aber ich spiele nicht. Ja? Gut. Also das ist sicherer, das ist auch möglich. Jetzt kommt dieser H-Moll-Griff, da ist der Melodieton sowieso auf der ersten Seite, also kann ich den genauso nehmen. Und diese Bewegung, die ist auch klar, wenn man mit Fingerstyle oder von der klassischen Seite kommt, mit diesen 3 Fingern. Also dieser Triller da, das ist E-Moll mit diesem Hammering On, A-Moll, das haben wir alles schon besprochen. Das ist nur eine Wiederholung. Und jetzt gehen wir für dieses A in die 5. Lage, weil wir die Non hier oben brauchen. Das ist der A-Moll-Barré-Griff und von dem aus erreichen wir alle Töne, die wir für die Melodie brauchen. Das ist alles. Also wir haben wieder 2 Griffe, A-Moll 7 und D9 und fügen mit kleinen Bewegungen die Melodie dazu. Das ist eigentlich der Zugang zu fast allen Fingerstyle-Geschichten. Du hast einen Akkord, du hast einen Griff für einen Akkord, der möglichst vieles schon nahelegt, was du bei der Melodie brauchst, und so entsteht das dann. Okay, das war ein intuitiver Zugang zu dem Tab, wo du eben nicht jetzt einen Ton nach dem anderen hinlegst, sondern ein bisschen vom Ganzen her denkst, von den Akkorden her denkst. Und ich hoffe, dass das ein bisschen ein schnellerer Zugang für dich ist, als wenn du jede Zahl einzeln liest und aneinander reißt.
Ich wünsche dir viel Spaß mit dem ganzen Tab und würde mich freuen über einen Kommentar hier und da, wie du das empfindest und was für dich schwierig ist und was für dich einfach ist und was für dich hilfreich war. Okay? Gut, also bis zum nächsten Mal.